Moin Leute und damit herzlich willkommen zum weiteren Video hier auf meinem Kanal und heute reagieren wir wieder auf den ESC 2026 und wir sind am Ende quasi angelangt. Wir haben, habe ich jetzt gesehen, noch ein paar Rehearsal-Parts offen und besser gesagt, für die Jury wird ja immer vorher quasi das Ganze ja einmal aufgezeichnet für die Jurypunkte. Und hier haben wir hier Eurovision Song Contest 2026 Rehearsal Round Part 1. Das bedeutet, die ganzen Leute haben jetzt schon mal performt, tatsächlich auf der Bühne und daraus werden sich dann die Jurypunkte zusammengeben. Das, was wir dann am Dienstag, am Donnerstag und am Freitag sehen werden, ist ja nur für für die Zuschauer ja tatsächlich gedacht, aber den Rest hat ja die Jury ja tatsächlich schon gesehen. Und da gibt es 4 Parts, vermute ich mal. Standpunkt der Aufnahme sind's nur 3, aber ich denke, da wird noch ein vierter Part kommen und da habe ich gedacht, dadurch, dass wir noch nicht alle wissen, wie die ganzen Stages aussehen werden oder besser gesagt, wie generell die Performances da aussehen werden bei allen, habe ich gedacht, schauen wir uns die ganzen Rehearsal Parts einmal ganz kurz an. Das sind, wie gesagt, nur kleine Videos. 5 Minuten Videos sind das, werden wir kurz abfrühstücken halt eben. Der Eröffnungspart wird in Moldova machen. Was ist das? Okay, der im Hintergrund ist ganz witzig. Ich glaube, die haben auch noch mal Outfit-Changes gemacht. Ja, genau, weil das ist ja die Bühne. Auf die Bühne habe ich jetzt nicht noch mal extra reagiert tatsächlich, weil ich glaube, das ist kein extra Video wert gewesen. Okay, aber ich muss sagen, der Typ im Hintergrund, also der hier, der Typ im Hintergrund, macht der den Fortnite Floss Dance oder was? Oder und Schweden kommt ja direkt danach. Ah, das ist das Ende wohl. Ja, okay, Schweden, wie gesagt, werden wir, gucken, wird eine große Lichtshow auf jeden Fall werden. Hat mir jetzt nicht viel von gesehen. Bin ich gespannt tatsächlich, weil wir haben am Anfang ja tatsächlich schon direkt ein paar Favoriten. Hier sehe ich nämlich direkt Kroatien als Nächstes. Das hat noch mal 'n gutes Glow-Up bekommen. Mit der Windmaschine und so. Ich muss aber auch sagen, die Stage finde ich dieses Jahr eigentlich auch echt ganz geil. Oh, mit dem Hintergrund, mit dem Universum quasi. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie das bei den Zuschauern ankommen wird, aber ich glaube, das wird ganz gut ankommen, so was man schon im Vorhinein gesehen hat. Und ich muss auch sagen, auch hier auf der Bühne bringen sie das meiner Meinung nach episch rüber jetzt zumindest. Also, ich muss sagen, die Bühne ist auch echt dieses Jahr geil eigentlich. Okay, und er hat 'n Outfit-Change. Oh mein Gott, der Hintergrund. Ich glaube, der hat noch mal 'n Outfit-Change gemacht. Θέλω ένα στέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ επίταγων και τσέξε όλους θα γράψω. Φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεδιψάσω. Φέρτα όλα, όλα, πάλι δεν θα χορτάσω. Real estate, φερτώ, sashimi του να φερτώ. Χρυσό ρολογιάλι designer σου λέω φερτώ. Δεν τερπαλτώ, φερτώ. Okay, what? Das hat grad was war das für 'n Mindfuck? Okay, das ist 'n Effekt gewesen. Okay, das sah geil aus. Portugal, ja. Okay,
Okay, die steht tatsächlich auf einfach nur zu 5 da. Okay, tatsächlich, da hat sich jetzt nicht groß was geändert tatsächlich. Ich denke, die werden auch dann so auch genauso auch im Finale einfach so dastehen. Georgien. Boah, da weiß ich nicht, ob die weiterkommen werden. Auch große Lichtshow wieder. Aber im Musikvideo haben die halt eben sehr viele Leute im Hintergrund gehabt, was denen halt, glaube ich, geholfen hat. Hier jetzt nur mit 3 Leuten auf der Bühne, weiß ich jetzt nicht. Der sieht irgendwie falsch in dem Anzug aus. Oh, natürlich Finnland. Boah, da bin ich so gespannt. Oh, der Beginn ist aber auch. Da ist der Beginn aber auch anders da gewesen. Ach Gott, Finnland. Finnland wird das Ding trotzdem holen. Ich bin nur gespannt, wie viele Punkte sie von den Jurys bekommen werden. Ich denke, Zuschauer ist mit so 'n Zuschauerliebling auf jeden Fall ja schon mal. Aber mal gucken, wie die Jury auch den geben wird. Ist ja auch immer sehr wichtig. Montenegro. Oh, die hat noch mal 'n Outfit-Change gemacht. Ach, und die, ja. Sie werden es wahrscheinlich nicht schaffen. Hm, okay. Oh, stimmt, da bin ich mal sehr gespannt, weil das haben wir nur bisher ja im, Musikvideo bisher gesehen. Oh. Okay, interessant noch mal hier ist mal zu sehen. Das war jetzt Part 1 und so. Morgen werden wir auf jeden Fall bei Part ja, morgen werden wir auf jeden Fall, Part 2 schauen. Aber um das hier noch mal anzugucken, also Moldova wird interessant werden. Waren ja nicht ursprünglich mehr Leute auf der Bühne, aber ich glaube, die werden auf jeden Fall mal 'n guter Opening sein und mal gut Stimmung machen, wie gesagt. Sind ihre Haare anders, habe ich mir schon gedacht, als das letzte Mal. Ja, aber die wird danach auch noch mal gut Stimmung machen. Da muss ich sagen, boah, auch mit dem Hintergrund gesagt, das ist mit der epischste Song und mit die epischste Performance, die wir jetzt bisher gehabt haben, tatsächlich. Ja, der wird natürlich, sehr interessant werden. Der Hintergrund ist jetzt ja noch auch so Videospiel-Pixel-lastiger. Der Effekt fand ich mega geil. Ja gut, die stehen einfach nur weiterhin da, wird 'n sehr ruhiger Song werden. Ohne große weitere Performance. Dass da nur 3 Leute jetzt auf der Bühne stehen, muss ich sagen, das tut dem Song, glaube ich, nicht ganz so gut. Na ja gut, der Song, der wird so oder so gut ankommen. Es ist halt, ich muss sagen, es ist trotzdem irgendwie komisch, weil die Bühne halt dieses Mal, die wirken alle da sehr klein, muss ich sagen. Dadurch, dass so wenn du nichts im Hintergrund halt eben so groß hast, wie so ein Schlagzeug oder so etwas oder wie jetzt am Ende so der Diamant oder so soll das halt eben hier darstellen, muss ich sagen, wirkt die Bühne sehr leer. Aber wenn du, ich meine, hier sieht man, da sind 1, 2, 3, 4, das sind 6 Leute auf der Bühne, der Hintergrund ist ein Diamant und so. Mehr im Hintergrund ist jetzt nicht zu sehen, aber das füllt zumindest die Stage halt irgendwie so ein bisschen aus. Aber wenn er halt eben jetzt nur wenn jetzt, er jetzt nur so alleine dasteht, muss ich sagen, oder, wo waren sie? Ja, genau, die stehen einfach nur zu dritt da und tanzen halt einfach nur so. Das wirkt 'n kleines bisschen
Sorry. Es wirkt ein kleines bisschen zu leer, meiner Meinung nach. Die Stage ist irgendwie dieses Jahr zu groß, irgendwie und zu unspektakulär in der Mitte. Alles draußen rum, muss ich sagen, so dieser Ring und so, muss ich sagen, es sieht mega geil aus und alles, was du mit Licht und Effekten machen kannst, ist mega geil. Aber einfach nur da, wo die performen, muss ich sagen, da bin ich mir nicht sicher. Das wirkt alles zu wenig Artists für eine zu große Plattform, meiner Meinung nach. Wenn du da nicht wirklich was im Hintergrund stehen hast oder zu machen hast, dann wirkt das relativ leer leider. Deswegen, das weiß ich noch nicht ganz, wie das ankommen wird, aber bin mal gespannt. Wie gesagt, das war jetzt Part eins. Morgen gucken wir uns, Part 2 an und das dürfte dann das Restliche sein vom ersten Semifinale, was wir uns angucken werden. Und ja, um das nicht zu verpassen, natürlich abonnieren und Glocke aktivieren und auch gerne ein Like da lassen, wenn es gefallen hat. Morgen sollten wir uns wieder hören bei dem Video. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, haut rein und ciao.